Hi und herzlich willkommen. Ja, es ist Sonntag, der 2. März. Der erste war gestern. Ich habe meinen Kalender hier noch nicht weitergestellt. Der 2. März. Ich habe hier ein bisschen meine Steine liegen. Ich habe gestern mein Video mit dem Monatsrückblick gemacht und da hatte ich ja gesagt, dass ich dieses Bild den Monat painten wollte. Genauso wie das Bild, Moment, hier von Diapop, It's in the Bond, für Pfote, Kralle und Co. für das Event. Und ich habe beides irgendwie noch nicht vorbereitet. Und jetzt bei dem hier so ein bisschen angefangen. Bei meinem Diapop-Bild habe ich jetzt unten abgeklebt und oben schon mal vorbereitet zum Painten. Also auch am Sonntag, es ist noch nichts gepaintet. Irgendwie bin ich total unvorbereitet für dieses Event, was ja mal unter Umständen einfach sein kann. Ja, genau. Und ich dachte jetzt, wenn ich von meiner Woche erzähle, dachte ich, bereite ich die Sachen so ein bisschen vor. Bei dem Bild mit der Katze habe ich die schwarzen, also die 939 ist das, die habe ich gestern Abend schon geklebt. Das Bild ist ja 30 x 30, die Paintingfläche. Und ja, das habe ich einmal so gemacht. Das ist ganz untypisch für mich, aber ich wollte es mal ausprobieren, wie es ist, dann immer Farbe nach Farbe zu painten. Bei kleinen Bildern habe ich das schon getan, aber 30 x 30 finde ich ja schon eine Größe, oder ist für mich schon eine gute Größe, einfach zum Painten. Und da habe ich das halt mir gedacht, dass ich das mal ausprobieren kann. Das Bild hat hier 26 Farben. Und wie gesagt, ich wollte es ja aus den Tütchen painten. Und die Tütchen hatte ich mir überlegt, da ich nicht so ein Sortierding habe, habe ich mir überlegt, was habe ich noch zu Hause. Und ja, ich habe diese Kiste zu Hause für den Tee. Die habe ich mal bei uns im, ich glaube, Center Shop gekauft. Und da dachte ich, könnte ich die Sachen so reinsortieren. Das hier ist die 939, also die Zahl, die ich schon gepaintet habe. Die habe ich mit so einer Klammer dann zugemacht und dachte, alles, was ich offen habe, kann ich dann an die eine Seite machen und alles, was noch zu ist, nach Nummern sortiert, mache ich dann hier halt rein. Da es nur 26 Farben hat, in Anführungsstrichen, dachte ich, mache ich hier 3 Teile, also 10, 20 und bis 26 dann rein. Ja, ich dachte, das ist vielleicht ganz in Ordnung. Und dann werde ich das hier halt auch so machen. Also dann die, obwohl der ist ja dann falsch, der kommt hier rein. Hier alle bis 10, von 10 bis 20 dann und die 26er, wenn sie offen sind. Und ja, ich dachte, während ich das mache, kann ich dir von meiner Woche erzählen. Ich habe gerade ein bisschen geguckt. Hier oben, das G ist wahrscheinlich, weiß ich jetzt gar nicht. Ich wollte eigentlich sagen, das ist die DMC, aber das ist keine DMC-Nummer. Gut, das weiß ich nicht, was für eine Nummer das ist. Das hier ist einmal, spiegelt so doll, einmal die Bildnummer und das da ist die laufende Nummer von der Legende hier an der Seite, wo du dann nachher das Painting-Symbol sozusagen erfährst. Also die laufende Nummer von dem Beutelchen, das ist das Painting-Symbol und das ist die DMC-Nummer dazu von der Farbe.
Ja. Ja, so. Es ist die Woche ja schon wieder vergangen. Altweiber ist schon geschehen. Und war ja alles ganz lustig. Ich finde auch bei uns im Privaten. Wir sind zwar nicht so die Fasnachter, aber trotzdem finde ich es immer ganz schön, mir die Kostüme und die Wägen da anzuschauen bei einem Umzug. Und ja, wie gesagt, das haben wir auch gemacht. Wir waren auf dem Nachthemdenumzug, heißt der, in der Nachbargemeinde. Und ja, es ist schon genial, wie viel man aus verschiedenen Sachen rausholen kann. Also von den Kostümen her, von den einzelnen Wägen her. Also ganz, ganz toll. Und ich finde es auch immer dann bewundernswert, wie schön das alles umgesetzt wird. Ja. Ganz toll. Und die Musik dann dazu. Ich meine, die Leute machen das ja auch alles im Hobby. Wirklich wunderschön. Ja. Altweiber, oje, war ich auch arbeiten. Wir waren alle auf der Arbeit. Das ist ganz süß gewesen. Die Männer bei uns haben uns den Tag gegönnt und waren auch also super drauf, super lieb. Wirklich ganz, ganz toll. Finde ich immer mega schön, wenn nicht alles immer auf die Goldwaage gelegt wird. Ja, genau. Und das hat echt Spaß gemacht. Ja, wie war dein Altweiber? Bist du Fasnachter oder eher weniger? Denn manche können ja auch wirklich nicht so viel damit anfangen. Ich hatte ja gesagt, mein Sohn, die verkleiden sich ja in der Schule. Und das fand ich auch toll. Am dicken Donnerstag sind sie alle verkleidet gekommen. Mein Sohn hat mir nachher Bilder gezeigt. Da war auch jeder mit einverstanden, dass das Bild gezeigt wird. Ein Bild hat er mir da gezeigt, wo sie dann alle da auf einer Treppe halt stehen, so von oben runter, wurde dann fotografiert. Wirklich toll und was für eine Mühe die sich gegeben haben mit ihrem Kostüm und das alles umgesetzt haben und auch der Lehrer war verkleidet, also wirklich toll, schön. Das ist auch nicht überall. Aber ich finde es schön, dass das da gemacht wurde. Ja. Bei meiner Tochter an der Schule war das dann zum Beispiel gar nicht. Sie wollte sich gern verkleiden, hat aber dann morgens gesagt, ach nee, ich lasse es. Und hat die Sachen dann auch daheim gelassen. Und wie sie dann zurückkam, hat sie abends erzählt, dass das ja ganz gut war, weil da so gut wie keiner, also es wäre keiner verkleidet gewesen in ihrer Klasse. Genau. Ja, aber gut, das ist halt. Bei uns ist es jetzt so, am Rosenmontag gehen immer noch die Kinder, zumindest war das bei mir auf dem Dorf so, dass die Kinder dann, also ich auch früher, wie ich kleiner war, dass wir so rund sind im Dorf und haben die Hahn gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das noch jemand kennt. Aber bei uns hier in der Kleinstadt wird das nicht gemacht. Aber auf dem Dorf war das gang und gäbe.
Ich meine, wir haben dann immer mal eine Kleinigkeit zu naschen bekommen, dann, wenn wir unser Sprüchlein aufgesagt hatten. Oder was wir auch viel gekriegt haben, waren ja, Eier und Speck. Ja. Und das wird dann später, wir waren immer eine größere Gruppe, also ich bin mit den Cousins und Cousinen gegangen und mit meinen Geschwistern, wir waren halt eine größere Gruppe. Und dann sind wir immer zu meiner Oma oder zu unserer Oma dann sozusagen, also von der Gruppe. Und die hat uns dann zum Mittagessen die Eier und den Speck gemacht. Ja. Das war getrennt, weil nicht jeder hatte den Speck gemocht oder die Eier gemocht. Ich habe zum Beispiel jemanden im Verwandtenkreis, der isst kein Eigelb. Der mag das nicht. Eiweiß isst er, aber Eigelb halt nicht. Ne? Aber ist ja auch nicht schlimm. Ne? Ja, und darauf hat meine Oma natürlich immer irgendwie Rücksicht genommen, wenn es irgendwie ging. Und ja, das war unsere Feiertagswoche sozusagen oder unser Fasching. Also das ist ganz schön gewesen. Ja, kannst ja gerne mal schreiben, wie bei dir früher der Fasching war. Oder ob du das so gar nicht kennst oder wie gesagt kein Fasnachter bist. Ist ja auch nicht schlimm. So, ich habe jetzt da meine Steinchen einsortiert. Alle nacheinander. Und ich finde das eigentlich gar keine schlechte Sache. Sieht doch ganz hübsch aus. Ja, genau, das ist einmal die Katze. Ich dachte, da können wir nachher vielleicht noch ein bisschen painten, je nachdem, wie viel ich zu erzählen habe. Was ich noch ausprobieren wollte, ist von dem Bild It's a Bond. It's in the Bond, so rum. Die Steinchen. Die waren, Moment, wirklich sehr, 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 sehr statisch. Ich hatte damit gestern Abend angefangen, die abzukitten. Und ja, was soll ich sagen? Irgendwie habe ich nach einer Zeit gedacht, ich habe 9 Farben, 10 Farben habe ich abgekittet. Und danach habe ich das abgebrochen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Die waren so statisch geladen, dass selbst hier meine Trocknertücher nichts ausrichten konnten. Und es war schon, ich weiß gar nicht, war 10 Uhr abends und dann dachte ich, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt gehe ich hin und schmeiße das ganze Ding, also ich habe die ganze Steinchenschlange genommen und habe sie einfach mal ins Gefrierfach gestopft, weil ja viele schon mal gesagt haben, dass das hilft gegen das Statische. Und ich dachte, ich habe sie jetzt gerade, ich glaube vor einer halben Stunde habe ich sie rausgenommen. Also waren jetzt keine 24 Stunden drin, aber 12. Ich habe sie jetzt gerade rausgenommen gehabt vor einer halben Stunde. Jetzt dachte ich, können wir ja mal schauen, wie das Ganze jetzt aussieht. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, ich hätte in jedes Tütchen so Trocknertüchelchen reingemacht. Ja, ich weiß nicht. Mal schauen. Also der hier, können wir mal gucken, wie das aussieht. Wie das jetzt passt. Ob man da jetzt noch die Trocknertücher viel braucht oder eher nicht. Also statisch sind sie auf alle Fälle noch. Ja. Aber vielleicht ja nicht mehr so doll wie vorher. Na. Was ich auch gerne gemacht habe, das habe ich immer bei Diamond Art Club gemacht, ist die Sachen dann hier auf so ein Tüchelchen. Das machen jetzt mehrere schon, habe ich gesehen. Und ja, aber du siehst, auch mit
Gefrierer. Aber gut, vielleicht war das nicht lang genug drin. Also das könnte natürlich jetzt auch sein. Ja. Oder ich hätte da dann mein Spray reinmachen sollen, weil ich habe ja auch so ein selbstgemachtes Spray. Für sowas. Also wenn man so Kleidung hat und sowas und die halt extrem statisch ist, dann zum Beispiel wenn du eine Strumpfhose anhast und dann noch Rock drüber und der Rock klebt dauernd an deiner Strumpfhose fest und lässt sich nicht bewegen, dann kann man dieses Spray halt gut nehmen. Und ich dachte, dass das vielleicht auch hier für die Steinchen immer geht. Aber dafür ist der Sprühaufsatz von der Flasche nicht fein genug. Die ist dafür zu grob. Also der Sprüher hier, das weiß ich gar nicht. Ich würde es dir gerne mal zeigen, aber dann klebt das Tütchen wieder so doll. Ich zeige es dir hier an so einem Tütchen. Wenn da jetzt noch die Steinchen drin wären, ja, und das ist halt ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht, das ist halt ein bisschen noch zu viel. Ne? Obwohl, wir könnten es ja mal ausprobieren, aber dann klebt das halt an den an der Tüte durch die Feuchtigkeit. Dann sind nämlich die Steinchen ja nass und man hat ja trotzdem diese, nicht mehr die Statik, aber das Klebrige. Ah, siehst du, was ich meine? Ja. Also, egal wie was macht, ist immer verkehrt. Fertig. Ah, ja, und jetzt kleben noch meine Steinchen natürlich aneinander, weil das halt zu viel ist von der Flüssigkeit her. Also der drückt da einfach zu viel raus. Das ist leider so. Ja. Genau. Aber ich freue mich halt auf das Bild. Ich weiß nicht, ich hätte gestern gerne schon angefangen, aber mit 70 Farben aus der Tüte zu painten. Boah, ich glaube, das kann ich nicht. Das ist nicht so meine Wohlfühlzone dann, weil das ja auch recht groß ist. Und wie gesagt, ich habe so gar kein System irgendwie, wie ich die sortieren soll dann. Also nach Nummern natürlich, aber so Trenndinger und sowas, da habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht, wie ich das umsetze. Ne? Ja, aber gut. Gut, also der Gefrierschrank hat bei mir auch nichts gebracht mit 12 Stunden einfrieren. Wie gesagt, vielleicht, wenn das ein bisschen länger ist, dann vielleicht. Aber jetzt mit dieser kurzen Zeit halt eher nicht. Einziges, was gut ist, es duftet. So. Gut. Dann ist das Thema auch mal geklärt nochmal. Was will man machen? So, da mache ich jetzt doch noch so ein Tüchlein rein, damit das ein bisschen noch die Feuchtigkeit dann aufnimmt. Wobei das bestimmt mit der Zeit dann einfach abtrocknet. Ja. Ach, das ist so schade. Hat keiner ein Wundermittel dagegen, gegen statische Steinchen. Und sie hopsen und hopsen und hopsen.
Aber gut, das sind halt Harzsteine, obwohl ich das auch schon bei Acrylsteinen hatte. Ne? Das tut dem Ganzen keinen Abbruch, ob Acryl oder Harz. Ne? Aber gut. Wie machst du das denn bei geladenen Steinchen? Was sind da deine Geheimtipps? Teil sie gerne mit mir, mit uns. Kannst du gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ja, an sich ist es auch nicht schlimm. Nur ich habe irgendwie das Gefühl, ich komme einfach nicht voran. Momentan dann. Und weil das Event ja schon läuft, das Fotogralle und Co. auf Facebook. Ja, ich meine, das geht auch 2 Monate, ist auch nicht so schlimm dann. Ja. Aber trotzdem, irgendwie habe ich schon jetzt das Gefühl, ich hinke hinterher. Deswegen habe ich gestern das kleine Kätzchen angefangen, um das wenigstens ein wenig voranzutreiben. So. Hier muss ich noch gucken, in welches Mäppchen ich mir die Steinchen mache. Denn hier steht ja keine Bildnummer und so drauf, hier auf den Tütchen. Da werde ich hingehen und mir von meiner Legende, die ich mir kopiert habe, hier, das habe ich ja kleiner kopiert als die eigentliche war. Und das werde ich mir einmal zurechtschneiden einfach und dann immer mit in das Mäppchen einfach reingeben. Und die kleiner kopierte Legende werde ich dann auch hingehen und in mein Journal kleben. Genau, von dem hier. So. So ist es. Gut. So. Ich packe die Sachen jetzt noch mal gerade rüber. Denn ja, irgendwie setze ich mich mit der Statik lieber nachher auseinander. Vielleicht hast du mir bis dahin noch einen Tipp reingeschrieben, den ich noch probieren kann. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? So ist es. Und dann painte ich jetzt noch ein bisschen an der Katze, an der Süßen. Da kann ich auch noch was Neues ausprobieren, denn ich habe mir von meinem 3D-Drucker oder für meinen 3D-Drucker Entschuldigung, ein Schiffchen drucken lassen. Das hat ein bisschen Ecken und Kanten, ist aber nicht schlimm. Da habe ich mir eine Druckvorlage gekauft und da stand jetzt drauf, dass das für runde Steine ist. Und deswegen dachte ich, könnte man das Ganze ja einmal ausprobieren. Jetzt bin ich gerade mal am Überlegen, was nehme ich. Wollen wir von vorne anfangen, die 1. Ja. Das ist auch so manchmal eine Sache bei mir. Ich painte gern nach der Reihe. Ja. Also auch wenn ich ein Bild habe oder sowas, da gehe ich immer ja, nach der Reihe irgendwie vor. Ich gucke dann, ist die Farbe drin? Ja, okay, machen wir. Genau.
Zu diesem Schiffchen gab es auch noch so ein Deckelchen und diesen Stopper hier hinten normalerweise. Aber das hatte ich jetzt nicht gedruckt, weil ich das alles erst mal ausprobieren wollte, bevor ich da irgendwas noch dazu drucke. Ja. So, ich hole noch gerade den Fokus raus. Und dann würde ich sagen, starten wir. Ich hole die Steinchen, glaube ich, besser hier rüber. Dann komme ich da besser dran. So, da haben wir unsere 1. Hier ist es auch so, ich habe ja auch die Folie jetzt drauf gelassen. Und painte nicht mit dem Release Paper, weil ich ja das alles auf einmal sozusagen painten wollte. Und deswegen habe ich das dann nicht gewechselt. Bei dem Release Paper painte ich ja dann Feld für Feld und hier dachte ich, ist es so rum garantiert besser. Dann muss ich nicht immer alles hochheben und sehe gleich bei der Folie, dass da und da noch was frei ist und dass ich da noch was setzen kann. Ja. So ist das momentan. Ja, was war die Woche sonst noch so? Eigentlich nicht sehr viel. Wir hatten unser alltägliches Leben. Ja, ich weiß gar nicht. Ich erzähle jetzt einfach mal, was wir noch so Schönes gegessen haben und was wir so Schönes gekocht haben. Ah, apropos Kochen, ich habe unheimlich Lust auf Kuchen. Ich werde heute Mittag noch einen Kuchen backen. Ah, das ist auch immer so ein Kreuz. Ich finde das immer so schön für sonntags mittags so einen Kuchen zu haben. Also das gefällt mir auch immer sehr gut. Ich backe auch unheimlich gerne. Wenn das Ganze nur nicht so schnell immer weggegessen wäre. Ja. Aber gut, das ist ja nicht schlimm, dafür ist es ja auch da. Ne? Für zum Essen. Und außerdem denke ich mir dann immer, habe ich noch einen Vorteil, weil ich kann mir davon dann, wenn ich schnell genug bin, noch was mit auf die Arbeit nehmen, morgen früh. Und dann denke ich mal, wird das auch so sein. Jetzt muss ich nur noch überlegen, was ich für einen Kuchen mache. Ich mache mal gerade die Folie komplett ab, sonst kuschelt das immer so doll. Ich lasse sie mal so. Ja, mal schauen, was ich backe. Vielleicht wird es ein ganz schlicht und einfach ein Marmorkuchen. Also was Trockenes. Oder ich mache den Kuchen, wo ich letzte Woche auch gemacht habe. Und zwar habe ich letzten Sonntag, eine Art Käsekuchen mit Mandarinen gemacht. Der war wirklich super einfach. Oder sage ich, ich muss es anders sagen. Also im Rezept waren verschiedene Schritte, wie man den Teig verschieden rühren soll. Ja, aber hier, ich war zu faul. Ich habe alles in die Schüssel geschmissen und habe das dann alles in einem gerührt, so nach dem Motto, und dann gebacken. Gut, er wurde nicht so fluffig, wie es in der Anleitung gestanden hat, aber er hat gut geschmeckt. Also fand ich das nicht schlimm, dass er nicht so fluffig wurde. Und dadurch, dass ich alles auf einmal gemischt habe, war er auch ratzfatz fertig.
ja, manchmal habe ich da so Phasen, wo ich mir denke, ach nee, das machst du nicht jetzt auch noch. Und da war zum Beispiel die Eier trennen und dann Eischnee aufschlagen und die Eigelb auch mit dem Zucker halt aufschlagen. Und da hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Da habe ich das nicht gemacht, sondern ich habe alles zusammen und dann wurde alles vermengt und fertig war die Sache. Ja, hat aber auch gut geschmeckt. Das war vollkommen in Ordnung. War vollkommen okay. Na? Von daher kann ich diesen Kuchen eigentlich nur wärmsten empfehlen. Das war mit Quark. Also das war so ein Quark, ein Quarkkäsekuchen. Der wurde mit im Rezept standen 250 Gramm Quark, aber ich habe dann das Doppelte genommen, weil ich dachte, für 4 Leute lohnt sich das nicht, wenn ich nur so was Kleines backe. Das war auch noch so eine ganz kleine Springform. Ja, ich meine, für andere ist das bestimmt in Ordnung, ist ja auch super dann. Aber für mich war das halt, oder für mich und meine Familie ist das halt ein bisschen zu wenig. Weil ich ja dann gerne noch mal was mitnehme auf die Arbeit und deswegen. Und ich auch gerne nicht nur einen Tag von einem Kuchen esse, sondern auch gerne mal noch den Tag darauf ein Stück esse. Deswegen habe ich das doppelte Rezept einfach gemacht und habe das dann auch, wie gesagt, alles in die Schüssel geworfen und rühren lassen, damit das schön sich vermischt. Ja. Und dann habe ich noch so eine kleine Dose Mandarinen reingemacht. Da hätte ich mehr reinmachen können für meinen Geschmack, denn die Mandarinen konnte man nachher suchen gehen, so nach dem Motto. Aber wie gesagt, das ist auch nicht schlimm gewesen. Der Kuchen hat trotzdem gut geschmeckt. Vollkommen in Ordnung. Ja, jetzt muss ich nur überlegen, was ich heute backe. Und mal schauen. Ich weiß noch nicht. Ja, kochen werde ich heute Abend französisches Zwiebelfleisch, aber mit Hähnchen und Kartoffeln und noch einen Tomatensalat dazu. Ich habe irgendwie Lust auf Tomaten und die waren auch im Geschäft im Angebot und deswegen gibt es noch einen Tomatensalat dazu. Ja, das ist unser Sonntagsessen. Und dann schauen wir mal, was ich die Woche noch so kochen werde. Ich habe die Woche auch was Neues ausprobiert zu kochen. Mein Kollege hatte mir erzählt, ich hatte Kartoffelwurst gekauft. Und mein Kollege hatte mir erzählt, dass er die Kartoffelwurst anders zubereitet. Also früher habe ich die immer gekocht und dann halt Sauerkraut dazu. Und dann habe ich gelernt, dass man die auch anbraten kann. Das ist auch sehr lecker. Mit Sauerkraut dann dazu. Und mein Kollege sagte, nee, ich mache das so nicht. Also ich mache weder die Anbratvariante noch die Kochvariante. Und dann habe ich ihn angeguckt, sag ich, so, wie machst du das denn? Sagt er, ey, ich mache einen Auflauf daraus. Sag ich, oh, ein Auflauf, Kartoffelwurstauflauf. Da habe ich gedacht, das kennst du so gar nicht. Dann habe ich nach einem Rezept gefragt. Und was soll ich sagen? Das habe ich dann die Woche ausprobiert.
Ich weiß gar nicht, ob am Dienstag. Ja, auf jeden Fall Anfang der Woche war das, wo ich es ausprobiert habe. Und das hätte ich nicht gedacht, dass das doch so gut ist. Also da wurde die Kartoffelwurst in Scheiben geschnitten. Es wurden Spätzle noch dazu gemacht in den Auflauf rein. Ja. Und mit Käse und Crème fraîche und Sahne. So. Ich habe das aber ein bisschen anders gemacht, weil du merkst schon, ich kann mich nicht an Rezepte halten. Ich muss das immer irgendwie meiner Nase anpassen. Ja, und ich habe dann gemacht, ich habe Milch genommen und habe ich hatte so Kochsahne daheim, so ein Tetrapack, und davon habe ich die Hälfte genommen. Ja, und habe dann auch noch da rein Salz, Pfeffer gemacht, ein paar Gewürze, weil ich dann dachte, komm, nur die Würze von der Kartoffelwurst. Es wurde auch noch Speck eigentlich angebraten, aber den habe ich weggelassen, weil bei der Kartoffelwurst, die ich gekauft hatte, das hatte ich gesehen, waren so wirklich kleine, feine Speckwürfelchen drin. Und deswegen habe ich das dann weggelassen, weil ich dachte, nee, zu viel willst du davon jetzt auch nicht haben, also lässt es. Ja, es war sehr gut. Die Spätzle habe ich vorgekocht, damit das alles nicht zu lang dauert einfach. Das Schiffchen hier gefällt mir gar nicht so gut. Oder vielleicht mache ich auch was verkehrt. Aber gut. Ja. Und dann wird das nochmal alles geschichtet. Also die Spätzle, die Kartoffelwurst, Käse und dann eigentlich noch der Speck. Und dann wurde das Ganze in den Backofen geschoben für eine halbe Stunde und einmal gebacken. Das war sehr gut. Ich muss aber dazu sagen, das nächste Mal muss ich es ein bisschen kräftiger würzen. Ich dachte, die Kartoffelwurst würde ein bisschen mehr von ihrem Geschmack abgeben, aber das war nicht der Fall. Oder es war halt auch, weil ich den Speck weggelassen habe. Vielleicht lag es auch daran. Ne? Aber das weiß ich dann fürs nächste Mal und dann macht man einfach ein bisschen mehr Gewürze dran. Ja. Aber so ein sehr leckeres, gutes Essen, was ich wirklich empfehlen kann. Also wenn man gern Sauerkraut und so isst, weil das Sauerkraut kam ja auch rein, also Spätzle, Sauerkraut, Kartoffelwurst. Und das dann halt geschichtet, so wie man das wollte. Ja. So. Das war einmal das Essen. Ich weiß gar nicht, was haben wir noch gemacht? Ach, am Freitag hat mein Sohn sich probiert, eigenständig, ohne Fertigpäckchen, Nudeln mit Tomatensauce zu kochen. Hat er sehr gut gemacht. Ist noch ausbaufähig, aber hat er sehr gut gemacht. Und was hatten wir noch zu essen? Das Gewärmte vom Sonntag natürlich. Also diesen Braten, den ich hatte letzte Woche, den habe ich dann, da war noch übrig. Und ich gehe dann immer hin und die kann ja, das war am Dienstag, dann hatten wir das andere am Mittwoch. Und ich gehe immer hin bei dem Gewärmten, oder jetzt bei dem Braten bin ich hingegangen, habe den halt klein geschnitten,
und mit der Soße nochmal in die Pfanne gegeben und das Ganze dann einmal nochmal warm werden lassen und auch nochmal aufgekocht. Also richtig aufgekocht und dann die Nudeln dazu. Das hatten wir. Also die Nudeln mache ich dann immer rein, dann kann das alles, dann ist das halt so alles gemischt. Ne? Und dann hatten wir noch die Woche aus den Kartoffeln, die ich noch am Sonntag dazu gemacht hatte. Da hatte ich ja ein paar mehr gemacht. Da hatte ich noch einen Kartoffelsalat gemacht. Und da habe ich Würstchen aus dem Gefrierer geholt und dann haben wir die Würstchen mit Kartoffelsalat gegessen. Also auch schlicht und einfach. Genau. So. Und einen Tag habe ich noch selbstgemachtes Gyros gemacht. Also ich hatte das Hähnchen, was ich heute noch habe. Ich hole ja immer dann so eine große Packung Hähnchen. Und daraus entstehen dann halt mehrere Essen. Und daraus hatte ich, aus dem einen Teil habe ich Gyros gemacht gehabt. Also habe das selber klein geschnitten dann, die Hähnchenbrust, und habe das dann mit Gyrosgewürz halt eingelegt und Zwiebeln und das Ganze dann am nächsten Tag gemacht in der Pfanne. Und dann noch ein Tzatziki dazu gemacht, auch selbst gemacht. Also griechischer Joghurt und was man da halt alles Schönes nimmt. Und dann das auch. Ja, und das habe ich in so, das gibt es aber zu kaufen, so diese Brote, die man dann aufschneidet. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man die richtig nennt. Die habe ich im Backofen warm gemacht und habe die dann halt aufgeschnitten. Dann konnte sich das jeder belegen, wie er wollte. Salat, Tomaten, Zwiebeln. Kraut hatte ich jetzt keins dabei. Ja, aber ich denke mal, das ist so auch in Ordnung gewesen. Genau. Ja, und das war die Essenswoche. Jetzt nur noch heute. Und dann geht es wieder auf ein neues los. Ich muss mal noch gucken, wann ich einkaufen gehe. Ich war ja letzte Woche noch am Mittwoch einkaufen, während meiner Wartezeit vom Taxidienst sozusagen, also von meinem Sohn hin und her fahren. Der hatte auch länger Training. Er hat extra gefragt, ob das für mich okay ist oder ob er das Training absagen soll. Aber weißt du, ob ich jetzt eine Stunde warte oder 1,5 oder mehr warte. Ich habe gesagt, mir ist das egal, du kannst da ruhig dran teilnehmen und ich finde es auch besser, wenn du daran Spaß hast und das gern machen möchtest, sage ich, mach dir da um mich keinen Kopf. Ich werde schon was finden, was ich machen kann. Ja, und das hat er dann auch gemacht. Also er ist dann in sein Training gegangen. Einziges, was dann immer so blöd ist, weil wir müssen ja noch nach Hause fahren. Und da fahren wir ja auch eine Dreiviertelstunde. Also hin, Dreiviertelstunde, zurück, Dreiviertelstunde. Und ja, das war dann halt schon ein bisschen später einfach. No. Ja, und da war ich dann auch in den Geschäften. Bin da ein bisschen gefahren. Da war ein Schild, dass es da halt jetzt zum Edeka geht. Und da dachte ich, komm, fährst du mal gucken. Das habe ich gemacht. Und da war ja nicht nur Edeka, da waren ja auch Aldi, DM und. Und da dachte ich, ach, guck mal, da hast du wirklich alles auf einem Platz. Sowas liebe ich, ja. Und
ja, da habe ich mir dann die Zeit da vertrieben. Einzigste Schlechte, was da dran ist, man muss aufpassen, dass man nicht so viel Geld ausgibt. Ne? So, bei den Temperaturen habe ich mir jetzt um das gekaufte Essen gar keine Sorgen gemacht, weil das hält das Essen aus. Ne? Jo. Und dann sind wir da spät zurück. Der war wieder ordentlich müde. Meine Tochter war auch müde, weil bei sowas, wenn ich weiß, ich bin länger weg und es kann keiner gucken nach den Kindern, nehme ich die immer mit. Immer. Weiß nicht, das ist irgendwie so drin bei mir. Aber ja, ich fühle mich dann einfach ein bisschen besser. Ich will, als wenn das jetzt nur bei uns hier in der Gegend, wenn ich sage, ich bin eine halbe Stunde wieder da, um Gottes Willen. Also da jetzt nicht. Aber wenn ich schon eine Zeit lang weg bin. Und außerdem hat es meiner Tochter auch nichts ausgemacht. Die hatte auch was zu tun, die war mit mir da gucken. Und was ich da immer ganz schön finde, ist, man hat dann auch die Zeit, mal zu zweit zu sprechen, ohne dass irgendwas dazwischen kommt einfach. Muss man auch mal so sehen. Ja. Man verbringt die Zeit auch gemeinsam, man ist nicht alleine. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Ne? Genau. Und der Große war danach ordentlich müde, also wirklich ordentlich müde. Und deswegen finde ich das Training auch toll, weil er sich da wirklich mal richtig auspowern kann. Und ich glaube, der Körper braucht das auch mal. Und solange er Spaß daran hat, bin ich da die Letzte, die Nein sagt. Ja, genau. So, jetzt haben wir über das Painten gesprochen. Einmal die Statik, bitte nicht vergessen, wenn du Tipps hast, schreib sie mir. Ich verzweifle. Also das ist so eine Sache, das habe ich absolut nicht gerne. Da muss jeder durch, gar keine Frage. Ich werde da auch durch müssen. Also ich möchte das Bild ja unbedingt painten. Ja, aber ich will nicht die Statik haben. Tja, was kann man tun? Muss man durch, fertig. Ne? Aber gut, da bin ich ja auch nicht alleine. Das geht ja wahrscheinlich mehreren Leuten so. Und dann ist das Ganze wieder halb so schlimm. Ne? Sehr, sehr schön. Wenn man weiß, dass man nicht allein ist. In dieser Hinsicht. Ja. Das war es eigentlich schon so im Großen und Ganzen, was bei uns die Woche über gelaufen ist. Ups. Genau. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich muss mal gucken. Also auf alle Fälle beim Kochen werde ich die Woche noch mal gucken, dass ich von dem Zwiebelfleisch, dass wir da ein bisschen was übrig haben, dass man da noch mal was machen kann, warm machen kann. Ja, aber das essen die Kinder unheimlich gerne. Wer hätte es gedacht, weil da kommen ordentlich Zwiebeln rein. Aber dadurch, dass die Zwiebeln süß gehalten werden, zumindest bei unserem Rezept ist das so, essen sie das sehr, sehr gerne. Finde ich schon klasse. Ja, gut, wenn da nichts übrig bleibt, dann müssen wir halt noch mal gucken. Ich meine, einkaufen gehe ich ja sowieso noch. Und dann gucken wir einfach, was wir da noch holen zum Kochen. Mal schauen. Ich hatte schon überlegt, ob ich die Woche mal die so Webs mache.
die man sich selbst belegen kann. Oder ja, diese Selbstmachpizza, die finde ich jetzt auch nicht schlecht. Das ist halt was Schnelles. Und ja, ich muss jetzt auch mal noch gucken, die Kinder haben ja am Montag und Dienstag schulfrei. Ach, vielleicht komme ich dann da auch ums Kochen drum herum, weil da meine Mama ja guckt mit meinem Papa. Vielleicht werden sie da abgefüttert. Denn bei Oma gibt es ja noch mal bessere Sachen als bei mir. Und das darf auch so sein. Also da bin ich nicht so. Die dürfen da machen, wie sie möchten. Ich meine, es sind die Großeltern. Egal ob von Schwiegerleuten oder von meiner Seite her. Da bin ich wirklich komplett offen. Ich mag es nicht. Ich habe da noch nie sozusagen Vorschriften gemacht, sondern ich habe das einfach so gelassen. Ja. Die haben uns ja auch groß gekriegt. Warum soll ich ihnen vorschreiben, was bei meinen Kindern ist? Also, da bin ich, glaube ich, ganz locker drauf. Na. Ja, die 2 ist ganz schön verteilt. Ich kann mich aber auch nicht auf einen Punkt konzentrieren. Ich gucke überall und übersehe dann immer welche. Eieieiei. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ich penne. Genau. Ja, ich weiß nicht, was für Kuchen mache ich heute. Irgendwie habe ich keine Lust auf einen Marmorkuchen. Auf Gewürzkuchen habe ich auch nicht so Lust. Das ist auch so ein trockener Rührkuchen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich hätte gern irgendwie, oder ich habe Lust auf was Frisches. Vielleicht mache ich einen Biskuit und dann so einen Pfirsichboden. Das wäre jetzt keine schlechte Idee, weil der Biskuit geht auch relativ zügig, finde ich. Der ist ja relativ schnell gerührt. Wo ich ja wirklich richtig Lust mal wieder drauf hätte, wäre so eine Zitronenrolle. Aber das jetzt zu machen, nee. Essen würde ich sie gerne, aber backen möchte ich sie nicht jetzt. Ja. Und beim Bäcker will ich sie auch nicht holen. Das schmeckt mir die Füllung nicht so gut. Die mag ich nicht gerne. Warum, weiß ich nicht. Ich finde die selbstgemachte immer noch am besten. Ja. Was ich ja auch gerne mal ausprobieren wollte. Ich weiß nicht, wie man die bei euch nennt. Bei uns heißt es eigentlich Berliner oder Kreppel oder Krapfen, je nachdem. No. Das ist ja bei jedem unterschiedlich. Das ist ja genauso wie das Brötchen. Ich weiß nicht, Schrippe, Semmel, je nachdem, wo man ist, heißt es anders. Aber da gibt es auch bestimmt bei dem einen oder anderen auch einen Unterschied in der Zubereitung, im Backen. Bestimmt. Aber so genau habe ich mich mit dem Thema noch nie beschäftigt. Ja. Ja, mal schauen, wie es ist und wie es kommt. Genau. Also das Painten so ist sehr, sehr ungewohnt für mich. Aber nicht schlecht. Aber du siehst es selber, ich fokussiere mich nicht auf eine Stelle, sondern ich gucke überall und painte überall. Zum Glück ist es immer dasselbe Symbol. Ja. Aber gut. Dafür ist es ja da, um die Sachen mal auszuprobieren und zu testen, um zu gucken,
und dem Ganzen eine Chance zu geben. Eieiei. So. Jetzt. Ach. Dann sehe ich mal was und dann ist es auf einmal wieder weg aus meinem Auge. Ja, genau so ist das. Aber ist auch nicht schlimm. Meine Güte. Wenn nicht, muss ich das Symbol halt nochmal holen und dann wird es halt nochmal gepainted. Ist ja nicht schlimm. Deswegen mache ich es ja wieder zurück in das Tütchen, damit ich genau weiß, wo was drin ist und wo ich es habe. Und mache das nicht gleich rüber. Da ist doch dann einer falsch. Flupp. Ja. So. Ich glaube, ich habe jetzt genug von meiner Woche erzählt. Ich weiß auch gar nicht, ob das Video, ob die so gewollt sind. Das kannst du mir auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Auch obwohl, ich könnte das eigentlich gerade da drin lassen. Dann lege ich das so drauf. Dann weiß ich, dass das ist. Genau. So. Kätzchen. Aber ich finde so, bis jetzt kommt es ganz gut. Auch von den Steinen her. Ist sehr schön. Die Sachen hier. Ja, wie sieht mein Sonntag noch aus? Also einmal würde ich gerne den Kuchen backen. Dann will ich noch meine Steinchen hier einsortieren. Und vielleicht auch noch ein Feld painten. Aber heute Abend wird die neue Nummer gezogen von dem anderen Event. Von Happy Love. Das ist dann morgen dran. Also werde ich morgen zu dem anderen Bild nicht kommen. Weil ich auch wieder arbeite. Also würde ich heute schon gern wenigstens die Steinchen einsortiert haben und ein kleines Fältchen gepaintet haben. Ja, ich probiere es. Gut. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag. Hab noch eine schöne Zeit. Starte gut in die neue Woche. Bleib gesund. Und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss.